Hallo zusammen. Heute nehme ich dich mit durch Mumbai. Ich weiß selber noch nicht, was ich mir alles anschauen werde, also lass dich einfach überraschen. Ich bin mit dem Zug zur Churchgate Train Station gefahren und von dort starte ich und natürlich möchte ich unbedingt das Gate of Mumbai besuchen. In diese Richtung werde ich jetzt weiterziehen. Da ich meine Mumbai-Vlogs so authentisch wie möglich machen möchte, lasse ich die Originaltonaufnahmen weitgehend drin. Als ich am Bahnhof angekommen bin, habe ich einen Stand gefunden, an dem Vada Pav verkauft wird und das musste ich gleich probieren. Und ich blende dir hierzu ein Handyvideo ein. Bei Vada Pav handelt es sich um eine Art Sandwich und das Patty ist aus Kartoffeln. Und dazu gibt es eine scharfe Soße. Mal gucken, ob ich die Schärfe auch vertrage. Das schmeckt mega gut. Ein bisschen scharf. Die Soße ist, glaube ich, mit Koriander. Aber richtig, richtig gut. Ich hatte nun doch erstmal eine andere Richtung eingeschlagen, da ich gesehen habe, dass es hier am Marine Drive Toiletten gibt. Die Toiletten sind kostenlos und soweit sauber. Allerdings kann man sie nicht absperren, sondern muss an eine Schnur ziehen, um die Tür zuzuhalten. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Vom Marine Drive hat man eine herrliche Aussicht auf die Skyline von Mumbai, auch wenn alles ein bisschen im Smog versinkt. Ich bin relativ spät gestartet, da ich mir am Vormittag noch eine SIM-Karte besorgen musste und der Laden erst um 10 Uhr aufgemacht hat. Glücklicherweise hatte er überhaupt offen, da es ja Sonntag war. Und bis ich dann meine SIM-Karte hatte, hat es bestimmt eine Stunde gedauert, da erst der zuständige Mitarbeiter kommen musste und Fotos gemacht wurden und alles super aufwendig war. Danach bin ich mit dem Zug in die Innenstadt gefahren. Die Fahrt mit dem Zug in die Stadt war super entspannt, da nicht viel los war. Dafür wurde dann die Rückfahrt, wie ich später noch berichte, zum echten Abenteuer. Da ich mit dem indischen Streetfood etwas vorsichtig sein wollte, habe ich mich nur an den Zuckerrohrsaft herangetraut und ich fragte, ob ich ein kurzes Video von der Herstellung machen durfte und der Verkäufer hatte nichts dagegen. Natürlich muss ich auch den Zuckerrohrsaft probieren und bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Oh, der ist sehr gut. Richtig schön süß und da ist noch ein bisschen Limette mit drin. Sehr erfrischend bei den Temperaturen. Ich bin jetzt am Gate of India und dort muss man durch einen Sicherheitsbereich durch, bei dem der Rucksack gescannt wird, aber man muss keinen Eintritt zahlen. Lustigerweise bin auch ich hier eine Attraktion. Einige Inder haben mich angesprochen und mich gefragt, ob ich ein Bild mit ihnen machen würde. Habe ich natürlich zugestimmt.
dem Gateway of India hatte ich beschlossen, mich einfach treiben zu lassen. Ich hatte mir vorab ein paar interessante Straßenzüge ausgesucht, die ich besichtigen wollte und nicht die typischen Sehenswürdigkeiten, sondern einfach das authentische Mumbai zu erleben. In der Open-Air-Kunstgalerie wurden wirklich sehr schöne Kunststücke ausgestellt. Teilweise waren es Zeichnungen und teilweise Fotografien. Und wenn du ein schönes Bild für die Wand brauchst, lohnt es sich hier zu gucken. Ich habe gerade mal auf Google nachgeschaut und das hinter mir ist die Universität von Mumbai. Das war ein tolles Gebäude. Auch wenn ich eine Tour zum Beispiel hätte buchen können, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Mumbai anzuschauen, habe ich es vorgezogen, die Stadt einfach auf eigene Faust zu erkunden. Ich liebe es, mich in fremden Städten einfach treiben zu lassen und ein paar der Orte zu besuchen, die ich mir vorab als interessant markiert habe. Ich finde, so ist es einfach am schönsten. In diesem Video hast du somit vielleicht nicht den perfekten Reiseführer, aber ein bisschen von dem authentischen Indien. Das hoffe ich zumindest, dass ich das rüberbringen kann. Hallo. रोड बघितलं 5 Im Pancham Puriwala, das ist eines der ältesten Restaurants in Indien, wollte ich eigentlich einen Taste-Test aufnehmen. Das Restaurant existiert seit 1848 und ist eine echte Legende. Und besonders die gefüllten Teigfladen sollen sehr gut sein, die ich mir auch bestellt habe. Jedoch kam ich mit einem netten Inder ins Gespräch und somit fiel der Taste-Test flach.
Das Essen war auf jeden Fall super lecker und die Unterhaltung wahnsinnig gut. Und überraschenderweise hat der nette indische Mann für mein Essen mitbezahlt. Und ich war total überrascht, dass er mich eingeladen hat. In diesem Restaurant hatte ich somit nicht nur eine tolle Essenserfahrung, sondern auch eine Erfahrung der indischen Gastfreundschaft. Der Mann, mit dem ich gemeinsam gegessen hatte, war nicht nur super nett, sondern auch eine sehr außergewöhnliche Erscheinung und ich durfte ihn sogar fotografieren. Den blende ich dir hier ein. एक मिनट Am Ende schaute ich mir dann noch den Mangaldas Market an und machte mich dann zurück zu meinem Zug, da es langsam dunkel wurde und ich mit dem Einbruch der Nacht zurück zur Unterkunft wollte. Die Zugfahrt war auch ein echtes Abenteuer, denn die Züge waren komplett überfüllt. Ich war in einem Frauenabteil und die Frauen gaben mir Anweisungen, wie ich dann bei meiner Station aussteigen sollte, damit ich überhaupt rauskomme, um gegen die Menschenmassen, die in den Zug strömen, anzukämpfen. Des Weiteren hatte ich noch eine wirklich nette Begegnung mit einer Inderin, die an der gleichen Station ausstieg und die mit mir zusammen dann noch Pani-Puri gegessen hat. Und sie hat mich ebenfalls eingeladen, was mich total überrascht hat. Die Gastfreundschaft in Indien ist wirklich sagenhaft. Ich kann es kaum beschreiben. Die Menschen haben nicht viel Geld, aber sie geben, was sie können. Ich hoffe, dass dieses Video über Mumbai dir gefallen hat und dir einen authentischen Eindruck von der Stadt geben konnte. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du meine weiteren Videos von meiner Indien Experience nicht verpassen willst, dann abonniere gerne meinen Kanal.